Blomcast. Turning Points in History. Wendepunkte in der Geschichte. Willkommen beim Blomcast, dem Podcast, der sich mit Wendepunkten in der Geschichte beschäftigt. Eine Woche zu spät, aber Sie werden, glaube ich, mit mir übereinstimmen. Es war das Warten wert und eine Stunde zu spät, weil mein Gast, jetzt bin ich beinahe ins Englische gehüpft, dies ist mal wieder eine deutsche Episode, weil mein Gast am Flughafen Istanbul festsaß. Und mein Gast ist Daniel Mawetzki. Herr Mawetzki, guten Tag. Wie war Istanbul? Schön. Ich war lange Zeit nicht mehr da gewesen und es hat sich gelohnt, diese 24 Stunden Verzögerung. Aber Istanbul ist eigentlich ein prima Ort, um unser Gespräch anzufangen. Ja, Das Gespräch ist apropos Ihres Buchs Die Welt nach dem Westen. Und Istanbul ist heute unter Erdogan, aber auch zu anderen Zeiten ein Zwischenland. Ein Land zwischen Westen und Osten, ein Vermittler in vielerlei Hinsicht. Also das ist eigentlich der Anfang dessen, was schon nicht mehr der Westen war oder was noch mit dem Westen verbunden war, als der Westen etwas Großes war. Ich habe mit Gästen viel auf diesem Podcast über das sogenannte Ende des Westens, das Ende des Liberalismus gesprochen. Eines der spannenden Dinge bei Ihrem Blick ist, Sie sprechen zu mir aus Hongkong, da unterrichten Sie, ähm, und Sie sagen, Sie glauben nicht, dass die Chinesen so oft an uns denken, wie wir an sie. Und der Blick auf Europa und das große Ende des Westens und die welthistorischen, schwermütigen Überlegungen, die damit einhergehen, die scheinen aus Hongkong und aus China heraus irgendwie ein bisschen weniger dramatisch. ich glaube, dass diese pessimistische Grundstimmung oder dieser Untergangstonfall schon eine westliche Sache sind. Ja, also ich glaube, es ist dort, wo man relativ im Vergleich gut absteigt, da hat man ja eher das Gefühl, dass sich etwas zum Schlechteren verändert. Und was, glaube ich, in Europa stattfindet oder im Westen breiter, ist so eine Einsicht, dass man sich die Dominanzgewöhnung wieder abgewöhnen muss, um sich für eine neue Welt bereit zu machen. Und diese neue Welt wurde ja schon oft verkündet. Ich glaube, für den Westen hat sie gerade Mark Carney verkündet, der kanadische Premierminister. Ja, sehr beeindruckend, ja. Sehr beeindruckende Rede, wo er mit Rückgriff auf Havel und das Leben in der Lüge gesagt hat, wir können uns nicht mehr vorlügen, dass die liberale, regelbasierte Ordnung weiter existiert. Wir müssen das Schild aus dem Fenster stellen. Die Utopie gibt es nicht mehr. Der Realität ins Auge blicken und das Beste daraus machen. Und das heißt ja auch nicht, dass sozusagen das Liberale beendet wird, weil man in Krisenzeiten, Umbruchszeiten ja auch Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und das hat er ja auch angesprochen. Ne? Also er meint, wir werden mit werteähnlichen Partnern weiterarbeiten, wir werden aber unsere Fühler nach allen Seiten hin ausstrecken. Aber wer mitmachen will bei Regelbasiertheit und Liberalismus und diesmal vielleicht in richtig, der kann es tun. Und die Frage ist, was bleibt erhalten und von wem und was baut man jetzt eigentlich wieder auf? Sie stellen auch wichtigerweise die Frage, was davon war eigentlich tatsächlich da, was davon war eigentlich tatsächlich ehrlich. Ähm, und Sie machen sich sehr stark dafür, dass die Geschichte des Westens natürlich auch eine Gewaltgeschichte ist. Nun, und hier möchte ich ein bisschen weiter mit Ihnen gemeinsam gehen, denn natürlich ist die Geschichte jeder Zivilisation eine Gewaltgeschichte. Zum großen Teil. Also wo immer es große organisierte Städte gegeben hat, wurden Menschen unterworfen, um diesem Regime zu dienen oder diesem System zu dienen. Und es gab viele expansionistische Kulturen auf der Welt. Also das ist alles kein Privileg des Westens. Was mir oft scheint, ist das, was ein besonderes Privileg des Westens ist, beziehungsweise ein besonderes Problem des Westens, ist das Christentum beziehungsweise die Aufklärung. Denn es ist einfach, systemische Gewalt auszuüben in einer Gesellschaft, wo das okay ist. Wo es klar ist, die Mächtigen üben Gewalt aus und wie im antiken Griechenland und die Ohnmächtigen müssen es erleiden. Und so ist die Welt und so wollen es die Götter. Es wird sehr viel schwieriger, wenn man in einer christlichen Kultur ist und das im Namen des allbarmherzigen, liebenden Gottes tut.
und der Nächstenliebe. Und dann braucht man auf einmal eine ganz dicke soziale Schicht von Erklärern, von Geschichten erzählen, von Theologen, von Philosophen, von Historikern, die einem das wieder gerade biegen, warum diese Gewalt, die eigentlich völlig im Widerspruch zu den Grundwerten dieser Zivilisation ist, trotzdem okay ist. Mhm, mhm, mhm. Das ist auch das Argument, ist eins vorgelagert von Tom Holland, dem Historiker, dass das Christentum diese große zivilisierende Kraft in Europa und das auch in dem postchristlichen Aufklärungseuropa, dem kantianischen Europa, diese Werte überlebt haben, aber eben ohne Gott. Ja? Und dass der Christus vielleicht eine Bewegung ist, sozusagen in dem Sinne eine antichristliche Bewegung, die die rohe Gewalt und die rohe Überlegenheit wieder als normal setzt. Ja, gleichzeitig glaube ich, dass auch diese Bewegungen Nietzsche als der Antichrist. genau, dass diese Bewegungen trotzdem ihre eigenen Mythologien ja erzeugen, ne? Also, auch der europäische Faschismus war ja nicht der war ja auch voller Mythen und wenn wir jetzt uns Donald Trump angucken, da bin ich mir bei dem Faschismusbegriff nicht sicher, ja? Aber sozusagen die aktuelle Abrissbirne des Liberalismus, das hat auch seine eigene Mythologie, seinen eigenen Wahnsinn, ne? Es ist nur eine andere. Aber Sie sagen, Sie sind sich da nicht so sicher über die Definition des Faschismus. Gucken wir da nicht einfach in die falsche Richtung? Wir warten immer noch auf Stiefel und Fackelzüge und sagen: „Nee, das ist nicht ganz so und deswegen ist es auch nicht so schlimm." Ich meine, ist es nicht einfach ein sinnloser historischer Vergleich, immer, das daran zu messen, was gerade in den Vereinigten Staaten passiert? Also, erstmal ist es ja auch ein wenig eurozentrisch. Also, warum können die Amerikaner nicht ihren eigenen Faschismus entwickeln? Ich glaube, Donald Trump ist eher ja, amerikanische Figur, ist diese Mischung aus, MMA, Wrestling, Comic, superreich und also das ich glaube, prinzipiell sind wir ja immer in der Geschichte gefangen. Also, wir müssen den geschichtlichen Rückgriff machen, um das Aktuelle zu verstehen. Das kann auch oft irgendwie funktionieren, aber man übersieht das Neue. Und vielleicht ist es ja heute so, dass wirklich etwas Neues passiert und wir uns sozusagen blind machen, wenn wir nur in die Vergangenheit schauen. Aber ich glaube auch, da ist übrigens der berühmte Westen und gerade Europa in 'ner sehr schwierigen Situation. Sie sagen, man braucht den historischen Rückgriff, gerade in Zeiten von historischer Transformation, weil man sich motivieren muss, weil man sich an die eigene Identität erinnern will, weil man ein Gruppengefühl schaffen will. Und auch wenn diese Geschichte natürlich Projektion ist, wie jede Geschichte das ist, dann ist es zumindest ein gemeinschaftsbildendes und motivierendes Moment. Nun ist das so, wenn man in Österreich, wo ich lebe, in Deutschland, in Europa zurückgeht in die Geschichte, dann trifft man sehr schnell auf diese extreme Gewaltgeschichte, auf die Shoah, auf 2 Weltkriege, auf Bürgerkriege und Religionskriege und den Kolonialismus und den Imperialismus. Das macht es sehr schwer, einen positiven Rückgriff auf die Geschichte zu haben, um sich zu vergewissern als Gesellschaft, wer wir eigentlich sind. Lässt sich das anders machen oder ist dieser Rückgriff auf die Geschichte für Europäerinnen und Europäer blockiert? Werden wir es schaffen, ist es möglich, eine andere Geschichte Europas zu erzählen? Ich glaube, wir haben ja so verschiedene Abschnitte, aus denen wir uns bedienen. Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz auf Trump zurückkehren darf, das ist ja interessant, dass er sich am 19. Jahrhundert explizit bedient. McKinley ist sein Lieblingspräsident, die Monroe-Doktrin Lieblingsdoktrin, das ist wirklich so eine Art Kostümimperialismus des 19. Jahrhunderts, ja? Und das ist, glaube ich, die Gefahr, Chance kommen. Die Gefahr ist, dass man nostalgisch wird in Zeiten abnehmender Macht und sich zurücksehnt zu einer Zeit, in der man ja dominant war. Und die Zeit der europäischen Hyperdominanz war das 19. Jahrhundert. Das war natürlich das britische Jahrhundert, dann auch das französische Jahrhundert, aber auch das Jahrhundert des Aufstiegs Deutschlands. Ja, also da liegt eine Gefahr drin. Ich weiß nicht, ob man das sozusagen so groß psychologisch so deuten kann, aber dass man nostalgisch wird zu dieser Zeit. Und dann versucht man das 21. Jahrhundert zu lösen, indem man ins 19. zurückfällt. Also so würde ich Trump sehen. Ja, das heißt, wenn man das nicht wiederholen will, muss man sich andere Geschichtsfolien suchen. Und auch da finde ich, haben wir eigentlich eine recht große Palette an Sachen, denen wir uns bedienen können. Also ich meine, einen kantianisch-republikanischen Gedanken, die Entwicklung des Völkerrechts, des Souveränitätsprinzips, der Aufklärung, den Werten der Französischen Revolution. Das ist eine relativ abstrakte Erzählung, die Sie da entwerfen. Ja, ja. Also, mit Verfassungspatriotismus kann man
nicht viele leidenschaftlich fühlende Hunde hinter Öfen hervorholen. Das haben wir erfahren, das stimmt. Kann man denn, was meinen Sie, eine Identität entwerfen mit Blick auf die Zukunft? Mit etwas, was wir sein wollen? Also die Frage von, was will Europa sein in der Weltneuordnung, was will Deutschland sein? Weil ich beobachte das Problem durchaus, diese Visionslosigkeit. Ja, wenn ich mir anschaue, wie reagiert wird aktuell auf Multipolarisierung, die Rezentrierung Asiens, wie man es auch nennen möchte, in Deutschland, dann sehe ich da, die schwarze Null fällt. Sie fällt für Militärgerät, also man rüstet wieder. Den Sinn und Unsinn dessen, darüber können wir uns gesondert unterhalten, aber es wird nur dafür ausgegeben. Und es wird keine Vision formuliert für ein Europa 2050, für ein Deutschland 2050. Das wundert mich immer wieder sehr, Ja, ja. weil es mir scheint, unsere Länder, unsere Gesellschaften sind eigentlich, sie wollen eigentlich vermeiden, eine Zukunft zu haben. Zukunft ist Veränderung, Veränderung ist eigentlich Verschlechterung. Wir wissen alle, wir werden nicht noch sicherer und noch reicher und kriegen noch mehr Ferientage und es wird alles noch rosiger, sondern man will die Veränderung eigentlich verhindern. Das heißt, bitte keine Zukunft. Wenn du mir ein Ticket zurückgeben kannst in den 50er Jahren, ist das super. Und wenn du das nicht kannst, du kannst mir jetzt ein bisschen mehr hiervon geben und ein bisschen weniger davon, dann ist mir das genug. Nur irgendwann reicht das halt nicht mehr für eine Gesellschaft. Das stimmt. Also wenn man sozusagen instinktiv oder auch sozusagen objektiv weiß, dass es sozusagen eher runtergeht als hoch, dann ist es sehr schwer, auch aus politischer Sicht daraus etwas zu entwickeln. Die Gefahr, die aber darin ist, dass man dann die ganze Untergangserzählung der AfD und Co. überlässt. Ja, also die extrem, also die leben ja vom Untergangston. Und mein Plädoyer, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, konterintuitiv, weiß ich nicht, wäre sozusagen diesen relativen Abstieg ernst zu nehmen, ihn auch zu benennen, auch zu sagen, was es bedeuten kann, wie eigentlich ein Marcani auch, ja. Und dann zu sagen, wir drehen aber was draus. Wir machen das Beste draus. Irgendwie zusammen. Aber ich meine, das ist, glaube ich, die große Herausforderung und ich weiß nicht, ob Demokratien die bewältigen können. Ich meine, ich bin ein bisschen älter als Sie. Ich bin noch aufgewachsen in dieser schönen Zeit, wo wir wussten, dass alles immer besser wurde. Und vor allen Dingen das alte Sozialstaatsversprechen, dass, wenn du dich richtig bemühst, dann kriegst du auch deine Reihenhaushälfte oder du kannst aufsteigen nach Maßgabe deines Fleißes, deines Talents, deines Einsatzes und deinen Kindern wird's mal besser gehen. Beides ist heute nicht mehr wahr. Und man muss natürlich auch sagen, diese schönen Versprechen waren erstmal getragen auf einer tatsächlich sehr sozialdemokratischen Politik oder auf einem, sagen wir, Waffenstillstand im Klassenkrieg, wo die Bosse und die Arbeiter tatsächlich zusammengearbeitet haben und die Gesellschaft sehr durchlässig wurde sozial. Aber auf der anderen Seite natürlich aus einem Wirtschaftswachstum aus der Nachkriegszeit, also eine zerstörte Ökonomie aufzubauen, das bringt natürlich Wachstum und dann kam Erdöl, das in die Kanäle floss. Das sind heute nicht mehr die Bedingungen. Dieses Wachstum zu garantieren, wird heute sehr schwierig werden und deswegen dieses Versprechen noch leisten zu können, ganz abgesehen von der Eigentumsverteilung, wie sie im Moment ist, der riesigen Umverteilung von Wohlstand nach ganz oben. Ganz abgesehen davon, dieses Versprechen mit einem Wirtschaftsmodell zu hinterlegen, das es auch liefern kann, das scheint mir im Moment sehr schwierig. Das stimmt. Also die Bedingungen sind anders, aber jetzt bringen Sie mich auf eine Idee. Sie hatten ja vorhin gefragt nach Vision für die Zukunft. Wenn man sich sozusagen eine reale Vision schaffen will, kann man zurückschauen in die Zeit, als der Kapitalismus am besten funktioniert hat. Und das waren eben die Nachkriegsdekaden, die Trente Glorieuses in Frankreich. Ja? Wachstum und Sozialdemokratie und vorläufiger Befriedung des Klassenkampfes. So. Ob man daraus etwas entwickeln könnte für die Zukunft, die ja auch irgendwo postfossil sein müsste. Ja, wenn man das sagt, denkt. Vielleicht geht das ja. Ob das dann reicht, ob das sozusagen über den Verfassungspatriotismus hinausgeht, weil ich glaube schon, dass dieses Entwicklungsversprechen und ein Wohlstandsversprechen, vielleicht auch eher ein wachsendes Gleichheitsversprechen, elementar sind auch für die Rettung von Demokratie. Meine, China kann seiner Bevölkerung keine Mehrparteiendemokratie bieten und kein Liberalismus in der politischen Öffentlichkeit. Aber was sie bieten können, ist Entwicklung. Ne? Die erfolgreichste Entwicklungsgeschichte der letzten Dekaden. Und ich glaube auch, dass deswegen der Diskurs in Deutschland in die Richtung gehen wird, was kann man davon lernen?
Ja, also nicht, was kann man lernen von Chinas jetzt politischem System, wobei da bestimmt auch manche gerne von lernen würden, sondern was kann man lernen von dem von diesem Staatskapitalismus, von diesem Entwicklungsnationalismus, vielleicht von dieser Aufstiegsgeschichte. Es ist interessant, dass Sie diese Aufstiegsgeschichte ansprechen von China, denn diese Aufstiegsgeschichte kommt ja nach dem Jahrhundert der Demütigung, einer Zeit, wo China, sagen wir mal, ein bisschen provinziell und selbstzufrieden wurde in seiner Politik, auch in seiner Außenpolitik, sicherlich in seiner technologischen Entwicklung. Also wir sprechen vom zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ähm, und wo dann die Kolonialmächte und besonders England oder Großbritannien China zum Beispiel den Opiumhandel aufgezwungen haben, dafür Kriege geführt haben, die China nicht gewinnen konnte, weil seine Kriegstechnologie nicht gut genug war, etc. Und diese Demütigung ist noch sehr lebendig in der chinesischen Erinnerung, in der chinesischen Politik. Und die große Entwicklung, die wir in China gesehen haben, ist zum Teil auch eben angetrieben davon, diese Demütigung rückgängig zu machen. Sind wir jetzt in Europa am Anfang vom Jahrhundert der Demütigung? Ich höre das hier öfter, diese Bezeichnung, dass Europa jetzt dieses Jahrhundert antritt. Ich glaube, noch wären wir am Anfang, noch kann man davon lernen. Ja. Ähm, Ich weiß nicht, wer uns sozusagen, naja, ist eine gute Frage. Ich glaube, die Frage ist, was man daraus macht. Und vielleicht muss man sich das 1900 noch mal anschauen von der Verliererseite aus und nicht von der Gewinnerseite aus. Ja, also sozusagen die Nostalgie nicht auf die Zeit vergangener Macht legen, sondern auf die Zeit der anderen, als die anderen unterlegen waren. Ähm, und das würde schon bedeuten, natürlich, also die Resilienz der Wirtschaft stärken. Das heißt auch, also in meinen Augen würde das heißen, Europa strategisch autonom zu machen, wie das Frankreich seit Jahren sozusagen möchte. Verteidigungsfähig, aber nicht sozusagen angriffslustig und ein Versuch auch und eine Sozialdemokratisierung im Innern. Also für mich wäre sozusagen der Weg, sozusagen diesen Verfall, wenn man so will, auch dieses Verfallen ins Rechtsextreme, ins Autoritäre aufzuhalten, ist eigentlich ein Wiederaufbau des Landes, wenn man so möchte, in der Infrastruktur, im Bildungswesen und so weiter und so fort. Also schwarze Null kippt, ist gut, aber eben ne, für den gesellschaftlichen Aufbau. Keynesianismus. Und eine Rückkehr zur Sozialdemokratie. Also das ist für mich sozusagen die realistische Utopie, die ich mir sozusagen politisch vorstellen könnte. Naja, jetzt ohne ein Rezept dafür zu haben, das ist nicht sozusagen Teil meines Arbeitsbereiches, aber wäre ich in der deutschen Politik tätig, wäre das sozusagen das Richtung, in die ich hingehen wollen würde. Das ist natürlich eine gigantische Herausforderung, also diese strategische Autonomie möglich zu machen. Und ohne die wird Europa in irgendeiner Weise zur Kolonie einer größeren Macht, wie wir das jetzt schon bei digitalen Technologien dazu auf dem Weg sind. Wenn Europa nicht, sagen wir, ausreichend viel von seiner eigenen Energie erzeugt und auch ausreichend viel von seinen eigenen Rohstoffen hat, beziehungsweise imstande ist dazu, Technologien zu entwickeln, die vielleicht diese Rohstoffe nicht mehr brauchen, dann kann diese Autonomie natürlich nie bestehen. Dagegen stehen große Bevölkerungen, die finden, aber das Modell hat doch bis jetzt wunderbar funktioniert. Warum sollten wir daran was ändern? Warum sollten wir was hergeben von dem, was wir haben, was unsere Rechte sind? Wir haben das gesehen bei der Pensionsreform in Frankreich. Es ist kein wahnsinnig schwieriges Rechenmodell zu sagen, als die staatliche Pension eingeführt war, war die durchschnittliche Überlebensdauer etwa 9 Jahre, glaube ich, nach der Antritt der Pension. Inzwischen kratzt sie an die 30 Jahre. Das kostet mehr. Irgendwo muss das herkommen. Was tun wir gemeinsam? Aber diese Bereitschaft ist dann nicht da, diesen Schritt zu machen. Ich glaube vielleicht aber auch, weil diese Mentalität oder diese Ansage von Gürtel enger schnallen, Krankheitstage reduzieren wie bei Merz, schlecht ankommt an einer Gesellschaft, die unglaublich ungleich ist. Also wenn ich, was ihr ja vorhin sagt, ich schon nicht glaube, dass ich mir ein Haus werde leisten können, zu Recht nicht. Wenn ich nicht glaube, dass meine Kinder es besser haben werden als ich,
warum sollte ich dann noch den Gürtel enger schnallen? Und wenn ich sehe, dass zum Beispiel vor dem Geschäft von Louis Vuitton in Wien jeden Tag eine Schlange steht. Genau. Also, da muss ich sagen, wieder also, mindestens Sozialdemokratie als Antwort, darauf. Also, diese Reform in dieser Art würde man wirklich nur durchkriegen können, also, entweder unter Kriegsbedingungen, ja, oder wenn man dafür auch etwas anderes gibt. Also, wenn sozusagen der Kuchen insgesamt nicht mehr wächst, dann muss man eben umverteilen, bevor man sagen kann, dass man da und da eben auch einsparen muss. Ich denke, so viel ist klar. Und das sind natürlich getrennte Aufgaben. Diese strategische Autonomie und diese Integration auch der militärischen Systeme und so weiter ist noch mal was anderes als die Sozialdemokratisierung und der Aufbau im Innen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man da Visionen entwickelt. Also, im amerikanischen Raum ist ja momentan dieses Buch Abundance wird viel gelesen von Ezra Klein und Derek Thompson. Das ist sozusagen die linksliberale Vision eines grünen, automatisierten, infrastrukturell funktionierenden Amerikas, was gegen die ja so sehr unklare Vision von MAGA Amerika gesetzt wird von Donroe-Doktrin, White Supremacy und Make America Great Again, ja? Und ich glaube, das braucht man auch in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern. Eine derartige positive Vision von Zukunft in Zeiten der Multipolarisierung. Ich glaube, das wäre sozusagen die politische Großaufgabe, aber der sich zu stellen, ist schwer. Und das hat auch damit zu tun, das haben wir vorhin angesprochen, diese Visionslosigkeit mit einer gewissen Dominanzgewöhnung und einem Aufwachsen am Ende der Geschichte, ja? Also, ich bin auch in den 90ern aufgewachsen und die Probleme, die ich hatte, waren nicht politischer Natur. Ich habe nicht über Politik nachdenken müssen. So, weil ich dachte also, ich habe das nicht so bewusst gedacht. Ich habe mir nicht Fukuyama zitiert als Zehnjähriger, aber es war ein Gefühl von am Ende der Geschichte da, dass es immer irgendwie so weitergehen würde. Das ist dann aufgebrochen, 'n bisschen diffus noch mit dem Irakkrieg, in dem also 9/11, War on Terror und mit der Finanzkrise. Und dann nahm eigentlich der Umbruch so seinen Lauf und hat sich dann mit Brexit und Trump 1 wirklich manifestiert, dass der Liberalismus und die Weltordnung, die er propagiert, eigentlich in einer tiefen Krise sind. Und jetzt sind wir eigentlich in dem Moment, wo es sozusagen wirklich vorbei ist damit. Also Trump 2 ist die Abrissbirne und jetzt passiert etwas anderes. Aber die Leute, die groß geworden sind in dieser Dominanzzeit, und das ist ja auch ein Friedrich Merz zum Beispiel, ja, ist wirklich ein Mann zutiefst der 80er Jahre. Wie soll er ein anderes Rezept haben als weniger Krankheitstage und mehr Panzer bauen? Ja, das reicht aber nicht. So. Und die Gefahr ist eben, wenn die Mitte oder die Linksliberalen, die Linken die Rezepte nicht haben, die ganz Rechten haben ja immer eins. Das funktioniert zwar auch nicht, aber es ist einfach. Das muss aber auch nicht funktionieren. Ich habe mal einer ihrer Vorgänger als Gäste hier auf diesem Podcast war Misha Glenny, ein sehr kluger englischer Journalist und hier Rektor vom EWM. Und ich weiß, ich habe mit Misha mal ein Radioprogramm gemacht und da habe ich ihn gefragt über das Verschwinden der damaligen Reformpartei von Nigel Farage. Das nach dem Brexit ist die völlig eingebrochen. Und Nigel Farages politische Zukunft schien erstmal beendet. Und ich habe ihn gefragt, warum ist das für Farage so schiefgegangen, wo es doch den Brexit gegeben hat? Und gesagt, er hat die Kardinalsünde eines Populisten begangen. Er hat nach etwas Erreichbarem verlangt. Ah. Denn wenn das dann einmal erreicht ist und die eingetretene Realität vielleicht doch nicht so ideal ist, dann hat man natürlich ein kleines Problem. Also das Rezept für Populisten ist immer das Unerreichbare zu verlangen. Und deswegen ist natürlich so dieses diffuse Gefühl von Make America Great Again und dieses unsere Hemisphäre Finger weg. Und das ist natürlich auch viel ansprechender als eine konkrete kostenkalkulierte Zukunftsvision einer Wirtschaft, die einfach keine Flügel hat. Interessant. Und wie macht man das dann? Also, kann man dann Wahlen gewinnen mit machbaren Zukunftsvisionen? Das ist eine gute Frage. Ich meine, gute liberale Freunde von mir würden behaupten, man kann eigentlich nur das und man sollte eigentlich nur das und es geht nur um Incremental Change. Ich habe das Gefühl, dass wir im Moment wirklich 'n größeren Wurf brauchen in der Politik als das. Und
Der ist sehr schwer zu sehen. Aber ich möchte ein bisschen zurückkommen auf das, was Sie vorhin gesagt haben, wo Sie Ihr Aufwachsen beschrieben haben, Ihr unpolitisches Aufwachsen bis 9/11 und die folgenden. Ich arbeite gerade an einem Buchprojekt, das sich mit dieser Zeit beschäftige, wo ich so ein bisschen dem Verschwinden oder dem jetzigen Verschwinden des Liberalismus nachspüre, dem jetzigen Zusammenbruch des aber in der damaligen Zeit, die eigentlich so die Hochzeit, die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts, dieses liberalen Sieges war. Und je mehr ich dran arbeite, desto mehr denke ich mir, wenn ich einen Elevator-Pitch für das Buch haben müsste oder eine Zusammenfassung in 3 Worten, dann wäre das für mich Siegen macht dumm. Wenn der historische Sieg so vollkommen ist, dass er auf allen Fronten zu sein scheint, dann ist es sehr schwer, noch Korrektive zu haben und zu sehen. Ja. Und das erinnert mich jetzt dann im Kontrast an den Kalten Krieg, wo ja Fortschritte, zum Beispiel bei Bürgerrechten in den USA, ja auch gemacht worden sind, weil die Sowjetunion das als Propagandamittel ausgenutzt hat, die Jim Crow Laws zum Beispiel, ja? Oder dass die Demokratisierung und diese Befriedung des Klassenkampfes ja auch passiert ist, weil man sich, ne, von der klassenlosen Utopie der Sowjetunion abgrenzen musste auch. Man musste zeigen, dass das eigene System sich um die Arbeiter besser kümmern kann als die Sowjetunion. Und, das man versucht und dann zerfällt die Sowjetunion und dann gibt's auch, pünktlich mit dem Neoliberalismus und mit dem Ende der Geschichte. Und wer nicht mehr sozusagen sich beweisen muss, der kann sich dann ja auch Faulheit leisten, ja? Und dann das und die spätrömische Dekadenz am Ende des die tritt dann ein. Und dann braucht man eben auch nicht mehr eine politische Klasse, die Visionen entwickelt, weil sie nur verwalten muss, ne? Das war der große der Merkelsche Stil, dass man die BRD eigentlich verwaltet. Und damit waren auch viele einverstanden, weil es wirkte einfach ganz okay, so wie es war, ja? Also, Politik als Technokratie, es gibt keine Alternative, es ist marktkonform, das war ja auch einer ihrer Sätze und es geht so weiter. Ne, man denkt zwar nur sehr kurzfristig, aber tut so, als wäre das sozusagen auf die nächsten Dekaden, festgesetzt. Und jetzt sind alle natürlich diese ganzen Gewissheiten der Merkel-Ära komplett zusammengebrochen. Also, das günstige russische Gas ist bekannt, die Geschichte. NATO, USA-Schutzschirm verschwindet auch. China als günstiger Absatzmarkt, die deutsche Maschinerie brauchen, verschwindet auch. Die bauen jetzt bessere Autos. Das sind sozusagen vielleicht die 3 Säulen des deutschen Erfolgsmodells und die sind weg. So, was macht man denn jetzt? Und ich kann das verstehen, wenn ich jetzt Friedrich Merz wäre, würde ich auch nicht schlafen können. Weil wie soll ich denn den Verlust dieser Säulen, erklären und eine Idee davon entwickeln, wie ich die ersetze? Das ist nicht einfach. Es ist sehr viel einfacher, Bücher zu schreiben, wie wir das tun im Vergleich, anstatt es sozusagen wieder zu richten. Ne? Also sozusagen eine Zeit, die verlangt nach großer Gestaltung, auch nach großen Visionen, nach großer Politik. Aber die Menschen, die da sind, wären ohnehin überfordert, kommen aber auch aus einer Zeit, in der sie das gar nicht machen mussten. Es ist auch eine Frage einer gewissen Kultur, die sich in der EU durchsetzt und seltsamerweise auch auf ganz andere Weise grad in der rechten Politik, vielleicht auch in der Linken, das möchte ich Sie gern fragen. Und das ist das Verschwinden des Politischen. Ich glaube, die EU war ein bisschen darauf gegründet, denn wenn man unter Erzfeinden sich an einen Tisch setzt, dann ist das Schlimmste, was man machen kann, jetzt wieder politische Grundsatzfragen aufzureißen. Aber man kann sich prima über technische Probleme unterhalten. Und man kann wichtige Fragen zu technischen Fragen machen, die man an Expertenkomitees übergibt, die eine sinnvolle Lösung dafür finden oder eine vernünftige Lösung. Man muss also die große Pandora-Büchse der Politik gar nicht erst aufmachen dabei. Was Ähnliches sehen wir bei Figuren wie Berlusconi bis Trump, dass das Politische so als ein öffentlicher Bereich des Allgemeinwohls überhaupt nicht mehr besteht, sondern es geht um Deals, es geht um Geschäfte machen. Und ähm, ich habe auf diesem Podcast mit Mark Galeotti gesprochen, und der sagte, ja, ich glaube, wenn man die Welt mit Trumps Brille sieht, dann muss man sehen, also this is America Inc.
und dann gibt's Deutschland GmbH und Great Britain Ltd. Und was es sonst noch für Geschäftsmodelle gibt. Und es geht nicht um Visionen oder Prinzipien, es geht um Schnittmengen von Interessen. Vielleicht kann man doch hier noch miteinander Profit machen, auch wenn man sonst den anderen vielleicht eher aus dem Markt drängen will. Ähm, Es scheint so, dass in so vielen Bereichen der Bereich des Politischen völlig verschwindet. Ja, Ivan Krastev hat das gerade, ich glaube, Rule by Golf Club genannt. Also das ist das, was sich Trump eigentlich seine Golf-Buddies versammelt und mit denen jetzt die Welt versucht, nach seinen Gunsten auszurichten. Ja. Ähm, Das stimmt. Und Ihre Frage war, wie das bei den Linken, ob das bei der linken Seite auch so ist. Ja. Ähm, es gab ja jetzt lange diese teils auch berechtigte Kritik an der Identitätspolitik und dass die Linke sich sozusagen fokussiert hat auf, identitäre Fragen, die aber eher sozusagen spalten sind als klassenmäßig verbindend. Und vielleicht stimmt das und vielleicht ist es auch sozusagen ein Effekt vom Ende der Geschichte. Wenn alles schon geregelt ist, also wenn die prinzipiellen Fortschritte verregelt sind, dann können wir uns kümmern um partikularistische Fragen, ja? Anerkennungsfragen. Kann man da nicht auch ein bisschen zynischer sein? Sagen Sie? Na ja, also meine Wahrnehmung wäre eher, wenn wir in deindustrialisierten Ländern leben, in denen eine Arbeiterschaft keine organisierte Stimme mehr hat, dann muss man sich als Elite auf diese Stimmen auch nicht mehr so verlassen. Aber als linke Partei hat man das Problem, man muss trotzdem noch Stimmen bekommen. Und wenn der Arbeitskampf das nicht mehr macht, dann geht man zu den gebildeten Eliten in den Städten, die an Identitätspolitik wesentlich mehr interessiert sind. Ja. Hat auch damit zu tun, da ist ja dann auch die eigene Blindheit drin, wenn die Produktion in ärmere Länder verlagert wird, die Arbeiterklasse sozusagen fragmentiert und zu einer Serviceklasse wird, da auch dann kann man sich eben exakt diese Art von Politik leisten. Das hat einige Gründe, das sind auch noch mal also, es gibt diese Machtgründe. Es hat auch was sehr Universitäres, aber sehr viel davon ist aus universitären Machtkämpfen auch entstanden und dann da rausgekommen. Also, ich glaube, es geht auch wirklich um Jobs am akademischen Arbeitsmarkt. Ich habe das selber sozusagen erfahren können. Ähm, Ich glaube, dass es jetzt aber eine Rückbesinnung gibt auf sozusagen Klasse, Armut auch, was ja auch integrierend ist, weil Menschen, die benachteiligt sind aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund von Rassismus, aufgrund von Genderidentität et cetera, sind dann ja auch sozusagen ökonomisch meistens, benachteiligt. Ja, das heißt sozusagen eine verbindende Klassenpolitik löst diesen falschen Gegensatz zwischen Identität und Klasse eigentlich in meinen Augen auf. Ist bei der Deutschen Linkspartei, so wie ich das beobachte, sehe ich das aktuell, dass es sozusagen diese Bewegung gibt zu einer sozialen Kümmerpartei ein bisschen, so Richtung auch Mamdani in New York. Man macht so richtig gute Provinzpolitik eigentlich, ne, oder Stadtpolitik, Lokalpolitik, so. Die Schwächere fokussiert sich darauf. Problem ist dabei, dass man die außenpolitischen Fragen, und dazu gehört ja auch die Rolle Chinas in der Welt und in der Industrialisierung, dass man die ausklammert. Geht in New York, aber nicht in einem Staat. Ja, genau. Also das kann man auch in Berlin machen, ne? Das kann sich die Berliner Linke erlauben. Aber würde sie jetzt in Deutschland an die Regierung wollen, könnte sie das nicht mehr. Ich habe nur beobachtet, dass sehr viele Fragen ausgeklammert worden sind, ne? Also, ob es um den Nahen Osten geht, ob es um jetzt Russland, China et cetera, weil ja auch diese Fragen immer die Linken so schön spalten. Deswegen deckeln, fokussieren aufs Soziale, darauf können sich alle eigentlich einigen, ja? Klappt aber nicht, wenn die Ambition größer sein soll als Lokalpolitik. Ja. Das ist eigentlich das Schwierige. Ja, Verzeihung, dass man also jetzt aktuell außenpolitische, Visionen entwickeln muss, was man ja seit 1990 eigentlich nicht mehr musste, ne? Das gilt ja durch alle Lager hinweg und meine Furcht ist da dann Verzeihung, Gedanken zu Ende. Meine Furcht ist da, dass man dann auf diese Schrumpfform zurückfällt, sozusagen die blödeste Art, internationale Politik zu machen. Und das ist für mich die Geopolitik. Das Denken in Räumen und in Macht und in irgendwie definierten Interessen von einer politischen Elite. So, das ist wirklich, also was sozusagen auch als Fortschritt gedacht wird, Großraumpolitik etc., sozusagen als moderne Politik für die aktuelle Zeit, ist eigentlich eine stupide Grundform, finde ich, und ein Rückfall.
Und da schaut man sich in meinen Augen, man kann das sozusagen auch als Sieg von Putin quasi lesen, diesen Rückfall in die Geopolitik, den wir aktuell erleben. Na ja gut, aber was wäre die Alternative im Moment? Keine Naivität, natürlich nicht. Also jetzt keine einseitige Abrüstung und sozusagen Abheben auf das Völkerrecht, das nicht. Aber das muss für mich, im Endeffekt gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Also entweder man geht Richtung Konflikt, Geopolitik, pure Macht, oder man versucht die Verhältnisse zwischen Staaten und Gruppen genauso sehr zu zivilisieren wie die Verhältnisse im Innern. Ja, dass also nicht das Recht des Stärkeren gilt. Na ja klar, das war die Idee hinter den Vereinten Nationen, das war unsere schöne regelbasierte Ordnung. Das Problem ist nur, wenn bei diesem Spiel einige wichtige Spieler nicht mehr mitspielen, dann ruiniert es das Spiel für alle. Es haben ja immer nicht alle mitgespielt und das galt auch nicht immer für alle. Und das ist auch gut, dass man das jetzt einsieht, auch auf einer größeren Bühne wie Mark Carney in Davos, dass er da eigentlich etwas sagt, was sagen Vertreter des sogenannten globalen Südens schon seit Ewigkeiten gesagt haben, ja? Also erstmal, aber Einsicht ist der erste Schritt in die Besserung. Eine Einsicht darin, was diese liberale Ordnung eigentlich war, für wen sie galt, wer da aufsteigen konnte, wer es nicht konnte, wer souverän war, wer nicht. Das ist wichtig, aber ich finde, nur wenn man die Doppelmoral durchschaut hat, muss man nicht sagen, es gibt gar keine Moral mehr. Das ist ja der Trumpsche Anspruch. Na ja, Prinzipien sind ja nicht falsch, wenn sie missbraucht werden oder weil sie missbraucht werden. Genau, MAGA, wie die AfD, hat ja eigentlich eine sehr sozusagen also irgendwo auch valide Liberalismuskritik, die dann sozusagen mit der Linken sozusagen sich quasi vereint, weil man die Doppelmoral, die Widersprüche eben einigermaßen sieht. Nicht im selben Maße, ja, und auch nicht aus denselben Gründen, aber da gibt es doch sozusagen gewisse Überschneidungen. Die Frage ist, wohin löst man das dann auf? Und was entwickelt man daraus? Und wie gesagt, die Schrumpfform wäre für mich ebenso dieses diffuse Konzept von Geopolitik, was im Endeffekt eigentlich ja so eine stumpfe Form imperialen Denkens ist. Ich möchte mit Ihnen noch mal ein bisschen in die Geschichte zurück, weil Sie ja Sie fächern Ihr Argument sehr weit auf. Und dies ist eigentlich auch ein historischer Podcast und wir reden die ganze Zeit sehr interessiert über Politik, was auch faszinierend ist. Ähm, Sie argumentieren, dass das Erfolgsrezept des Westens, darüber ist viel gerätselt worden. Für Sie ist es die Verbindung zwischen Nationalstaat und industriellem Kapitalismus. Und man kann sehen, wie dieses Rezept eine enorme Wucht entfaltet hat. Und wenn Sie über die Welt nach dem Westen schreiben, dann ist dieses Nach ja auch sozusagen nach dem Bild des Westens. Die Tatsache, dass eben auch jetzt in anderen Weltteilen es Nationalstaaten gibt, in denen Menschen in sehr ähnlichen Staaten organisiert sind, wie das die westlichen Staaten waren, etc. Ähm, wir kommen jetzt ein bisschen, das wird zumindest in Europa immer wieder argumentiert, ans Ende von der Idee von Nationalstaaten und von industriellem Kapitalismus. Gibt es ein Erfolgsrezept danach oder ist da noch die Suche groß? Als ich Politikwissenschaften studiert habe, das war so 2010, 11 im Master, da ging es ganz viel um und um Unternehmen, um Globalisierung und Regieren jenseits des Nationalstaates. Ja? Ich glaube, diese Art der Studiengänge gibt es jetzt nicht mehr, weil der Nationalstaat eigentlich mit voller Wucht zurückgekommen ist. Und auch die Frage, es nicht nur ob es nicht nur da eine Rückkehr gibt, sondern auch zur Industrialisierung, die wird ja auch beantwortet. Wenn man sich anschaut, welche Länder innerhalb dieser liberalen Ordnung aufgestiegen sind, also wirklich erfolgreich aufgestiegen sind, ne, nicht nur so ein bisschen, dann sind das Japan, Taiwan, Südkorea, China, ist eigentlich Ostasien, ne? Heute auch Vietnam, Indonesien auch. Und wie machen die das? Durch Industrialisierung, durch Produktionsverlagerung. Also Industrialisierung, also Industriepolitik, Aufbau eigener Industrie und dann bei Wettbewerbsfähigkeit Eintritt in den freien Weltmarkt. Das ist das Erfolgsrezept. Ja, also Kapitalismus ja, aber nicht unter komplett freien Bedingungen. Ja, also sagen, ein geschützter Aufbau des eigenen Kapitalismus,
der dann auf dem Weltmarkt sozusagen dominieren kann. Das ist ganz grob gesagt dieses Modell des kapitalistischen Entwicklungsstaates. Und was China eigentlich zeigt, also China, ja, ist das Land mit der größten Industrieproduktion, ist ja, dass Erfolg immer noch davon abhängt, wie industriemächtig man ist. Also ich finde das, ich finde das fraglich, tatsächlich. Das kann natürlich funktionieren unter Bedingungen eines globalen Freihandels, in dem halt China alles herstellt. Dann können wir postindustriell hier reden. Aber wir sehen ja aktuell, dass es nicht klappt. Ja? Weil jetzt die große Frage ist, was macht denn die deutsche Industrie mit chinesischen Elektroautos? Lässt man die rein und dann ist hier VW kaputt und die Konsumenten sind froh? Lässt man sie raus und dann ist man aber hinterher im industriellen Wettlauf. Ne, das heißt, so diese Frage einer postindustriellen Zukunft, die mag uns vielleicht sozusagen, bevorstehen, aber dann keine Utopie, sondern eine Dystopie. Ja, während dort, wo Wachstum stattfindet, der ja noch sagen auch industriell ist. Also, die Frage ist für mich eher, zumindest wenn ich mir diese Welt anschaue, ob es sowas dann doch wie grünen Kapitalismus, grünes Wachstum, grüne Industrie, geben kann. Na ja, gut, aber grünes Wachstum ist so 'n kleines Problem, ähm, zumindest als Industriemodell. Ähm, Ich glaube, wir stoßen hier wirklich an 'ne Grenze. Und ich meine, auch ein reduziertes Wachstum, ich meine, Sie haben grade gesagt, das wäre ja dystopisch. Auf der anderen Seite ein Leben in, 3 Grad plus Klimaerhitzung ist auch dystopisch. Das heißt, da muss reagiert werden und wir müssen weg von fossilen Brennstoffen. Da kann keine Frage bestehen. Ich frage meine aktivistischen Freunde immer wieder, wenn es um Nullwachstum geht oder um Kreislaufwirtschaft oder um Degrowth geht, wie denn das ist, wie man dann einen Sozialstaat finanziert oder auch ein Justizsystem oder auch ein parlamentarisches System mit regelmäßigen Wahlen. Das ist alles wahnsinnig teuer. Das ist beim Degrowth, eher problematisch, glaube ich. Das heißt, ich glaube, wir sind hier wirklich, wir sehen das Ende von einem Modell, wie Gramsci so schön gesagt hat, und, wir sehen noch nicht, was danach kommen kann, und wir sehen nur jetzt, dass die schönen Gedanken, die wichtigen Gedanken von der grünen Wirtschaft sozusagen böse von der Realität eins über den Schädel bekommen haben. Auf der anderen Seite kann man sich, glaube ich, auch dafür stark machen und sollte man sich dafür stark machen, dass, Energieunabhängigkeit und damit auch Nachhaltigkeit einfach strategische Notwendigkeiten sind in Europa. Dass es nicht mehr darum geht, 'ne bessere Umwelt zu haben, sondern tatsächlich, wie Sie selbst gesagt haben am Anfang, so strategisch autonom sein zu können, dass wir tatsächlich eigene Entscheidungen fällen können in dieser neuen Umgebung. Ja, ja. Der Zukunft wird da vorhin von Visionen geredet, dass eigentlich Degrowth, Ostwachstum eher in sagen Konsumwohlstand der 70er Jahre ja eigentlich eine Utopie war, die verhandelt worden ist in Deutschland. Ich glaube, so um 2017, 18 rum, na, auch als die Klimabewegung in Deutschland auf ihrem Höhepunkt war. Ich meine, Fridays for Future war ja, also in Deutschland, das Deutschland war sozusagen einer der erfolgreichsten Ableger dieser globalen oder so mal westlichen vor allem, Bewegung. Das ist aber völlig vorbei, ne? Diese Art von Utopie oder von Zukunftsvorstellung aus dem Diskurs komplett verschwunden. Wird auch von der aktuellen Regierung gar nicht mehr in den Mund genommen. Im Gegenteil, es geht eher darum, das Verbrenner auszukippen, dergleichen. Was mir da eher Sorgen macht, ist das Entwicklungsversprechen für die Mehrheit der Welt. Die Mehrheit der Welt lebt in Ländern, die eben noch nicht industrialisiert sind oder nur teilweise, ja? Einer von 8 Menschen auf der Welt lebt in einem Slum. So, Hunderte Millionen sind ohne Stromversorgung. Also, es gibt einfach riesige Entwicklungsnotwendigkeiten, die nur mit höherem Energieverbrauch einhergehen. Und Degrowth auf globaler Ebene heißt, dass man all diesen Menschen die Entwicklung, verwehrt, ja? Und das ist Ich meine, der Degrowth wird doch ohnehin kommen mit der sehr schnell sich verkleinernden Weltbevölkerung im folgenden Jahrhundert. vielleicht ist das der Schlüssel. Nein, ich meine, Schlüssel, das wird seine eigenen großen Probleme aufwerfen. Also, Sie sind in China. Es hat mich fasziniert. Ich habe gerade ein Buch besprochen, für das Times Literary Supplement, und da
Das war auch eine Sammelbesprechung oder war ein Buch von 2 Ökonomen, von 2 Demografen, und die haben gezeigt, das Resultat von China ist Ein-Kind-Politik in der Geburtenrate, verglichen mit allen anderen oder den allen anderen Anrainerstaaten in Asien. Und die Entwicklungen sind identisch. Der Absturz der Geburtenraten ist überall so gleich, dass sie sagen, wir sagen Ihnen gar nicht, welches die chinesische Kurve ist. Die anderen sind fast deckungsgleich. Ähm, die Welt es heißt After the Peak oder so etwas. Ich finde es Ihnen und ich schicke Ihnen das. Aber es ist eine faszinierende Studie, die sagt also, in 200 Jahren könnten es noch 3 Milliarden Menschen sein auf der Welt, wenn die Geburtenraten in die Richtung gehen, wie sie das im Moment tun. Und das ist die eigentlich große Herausforderung. Und das heißt natürlich in Gesellschaften, wie wir das jetzt schon im berühmten Westen sehen, wo wir schon unter Replacement Rate sind, demografisch, dass Löcher in Gesellschaften reißen, dass soziale, kulturelle, wirtschaftliche Löcher reißen. Ähm, Im Moment im Westen ist das einer der Gründe, warum wir Migration einfach dringend brauchen, weil wir selbst die Kinder nicht gehabt haben, nicht bekommen haben, die auch jetzt natürlich die Pensionen zahlen müssen. Aber es ist ja vielleicht auch nicht für ein Land schlecht, überhaupt Kinder darin zu haben. Aber also dieses demografische Problem, das scheint eigentlich nur zu wachsen, und da wird die Degrowth dann relativ einfach zu managen sein in diesem Kontext. Die Frage ist, wie wir diese Transition hinkriegen. Die Transition bis zu 10 Milliarden, aber auch die Transition eben, dass andere Staaten sich noch entwickeln können, ohne dass wir dabei gemeinsam in die totale Katastrophe steuern. Und ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie Rezepte haben oder Wirtschaftsmodelle aus dem Hut zaubern, aber ich versuche immer wieder, und Sie haben das angedeutet, mit der europäischen Politik, dass es immer so schade ist, dass man sich nicht drüber Gedanken macht, wie Europa 2050 aussehen sollte. Ich frage mich das selbst auch und benutze das in vielen Diskussionen, dass ich wirklich frage, in welchem Europa wollen wir eigentlich leben? Und dann kann man ja Reverse Engineering betreiben. Und wenn man sagt, also ich will, dass meine Kinder so leben können, dass sie ihre Nahrung daher kriegen, dass sie Energie auf diese Weise bekommen, dass sie sicher sind, weil dann kann man ja sehen, was für Schritte notwendig wären, damit man das auch erreichen kann, damit man sagen kann, wie kann das unter realistischen Möglichkeiten schaffen, in die Richtung zu kommen. Wie würde diese Richtung für Sie aussehen? Was wäre nötig, um tatsächlich zu einer Welt zu kommen, 2050, die keine totale Katastrophe ist? Ich finde das so interessant. Ich habe das Buch ja geschrieben als Analyse dessen, was gerade passiert ist und als Versuch der Umschreibung des Umbruchsmomentes, ja? Wie sind wir hierher gekommen? Und diese Frage von: „Wie geht es weiter? Was folgt jetzt draus?“ Rein akademisch folgt da ja erst gar nichts draus, ne? Sie wissen es ja selbst. Man schreibt ein Buch über eine Zeitepoche, über ein Problem. Man hat seine Analyse gemacht und was man dann draus macht, ist eine Frage für die Politik oder für eine Ingenieurin oder ich weiß es nicht, ja, aber ja eigentlich nichts von uns. Ich glaube, dass jetzt in diesem Moment, wo der Rezentrierung Asiens, der Multipolarisierung, des relativen Abstiegs Europas ja verschiedene Varianten von Europa möglich sind. Die Gefahr ist für mich, dass es sozusagen die ganz Rechten übernehmen, was Europa sein soll. Und dann finde ich auch europäische Souveränität keine tolle Idee, wenn sie von den in meinen Augen Falschen gemacht wird. Ähm, Gleichzeitig ist diese Frage einigermaßen offen. Also ich kann jetzt sozusagen sagen, was ich mir wünsche. Das hätte dann einen sozialdemokratisch-grünen Anstrich vermutlich. So. Aber das sind ja politische Machtkämpfe, in die man jetzt reingehen muss. Ja. Aber ich finde es spannend, dass ich eigentlich immer gefragt werde danach, okay, wie baut man denn jetzt die Welt nach dem Westen? So. Ich glaube, ich muss noch ein Buch dazu machen. Sie müssen sicherlich noch ein Buch dazu machen, aber Sie müssen auch mit mir noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe gestern bei einer Veranstaltung einer klugen Ökonomin zugehört, und die wurde gefragt, was notwendig ist, und sie hat gesagt: „Ja, also, wir müssen die Energie muss grüner werden und wir müssen wettbewerbsfähig bleiben und Bildung ist ganz wichtig.“ Und sie sagte so ein paar Sachen, und man konnte bei keinem anderer Meinung sein. Und sie hat da kluge Argumente dafür gehabt, warum diese etwas platitüdenhaften Sachen wichtig waren.
Aber es war vollkommen unhistorisch. Es hat vollkommen ignoriert, in welcher Situation wir jetzt im Moment sind. Es hätte zu jedem Zeitpunkt wäre das schön und fromm gewesen, das zu sagen. Aber wir sind eben an einem besonderen Zeitpunkt. Das heißt, Ihre etwas linke, grüne Utopie muss mit der gegenwärtigen historischen Situation umgehen, muss in einer neoimperialen Welt funktionieren, in einer multipolaren Welt funktionieren, muss Menschen in Europa davon überreden, dass Demokratie für sie persönlich auch immer noch das beste Modell ist. Das heißt, wie geht Ihre Utopie unter Druck? Ja. Also erster Punkt, die Rüstungsausgaben sind seit 10 Jahren kontinuierlich global gestiegen. Wir wissen, was passiert, wenn sie ins Unendliche steigen. Irgendwann wird das Material eingesetzt. Ja? Das heißt, für mich ist eigentlich Abrüstung eine realistische Abrüstung und Schaffung europäischer Verteidigungsfähigkeit bei aktuellem Ressourcenaufwand. Punkt Nummer eins. Darüber muss man reden. Die Diskussion darum geht in die völlig falsche Richtung von blindem Ausgeben für mehr Material. Was es dann auch ist, wie es produziert wird, all das sind dann zweitrangige Fragen. Aber es hilft ja Deutschland nicht, wenn man jetzt noch mal 100 Panzer. Es hilft auch Europa nicht, wenn man jetzt unkoordiniert Material anschafft, was nicht standardisiert ist. Es schafft auch nicht, wenn man 28 Armeen hat, die einzeln was können. Aber nur ganz kurze Gegenfrage, um sofort dagegen zu pushen. Wie ist es dann mit Menschen wie Herrn Putin, die sagen, ich rüste aber trotzdem endlos auf und was ihr wollt, ist mir wurscht? Ja, wenn man einmal zusammenrechnet, was europäische Staaten für ausgeben, die Zahlen werden in Stockholm von dem Friedensforschungsinstitut SIPRI alljährlich ausgegeben. Die europäischen Staaten geben wesentlich mehr aus für ihre Rüstung als Russland. Es ist auch viel teurer. Ja, warum sind sie so viel teurer? Warum ist nichts standardisiert? Warum gibt es diese riesige Ressourcenverschwendung? Ja, man kann auch, das ist in Deutschland lange Zeit oder ist immer noch der Fall gewesen, sehr viel Geld ausgeben für den Posten Militär, ohne dass daraus eine fähige Armee entsteht. Ja, die Deutsche Bahn ist auch sehr teuer. Sie fährt trotzdem nicht. Ja, also das ist sozusagen eine Frage von Effizienz. Wie kann man das auflösen? Und da, wie Sie auch sagten, ne, eine gewisse, jetzt keine Schaffung einer, sozusagen einer europäischen Armee, das ist sozusagen auch nicht sozusagen realistisch, aber eine gewisse Integration zumindest im Verteidigungswesen. Ja, Warum ist das nicht realistisch, Herr Nowitzki? Warum können wir nicht so groß denken? Ist es nicht notwendig, so groß zu denken, um überhaupt eine Lösung zu finden? ja, vielleicht, aber das sind das, was Staaten sozusagen als allerletztes aufgeben, ist ihre ne? Das Gewaltmonopol des Staates ist das Wesen, der Wesenskern, den aufzugeben, schwierig. Und dann auch, wie organisiert man das demokratisch? Ne? Also sagen Europa quasi als Nachbar der USA wahrscheinlich, ne? Als eine Art Föderation. Ja, vielleicht. Aber das ist der erste Punkt, mit der Rüstungsfrage sehr viel klüger umzugehen. Ja, das macht auch Ressourcen frei für den Wiederaufbau der Infrastruktur. Also wenn ich jetzt vom Abstieg Deutschlands spreche, dann habe ich vor allem, also habe ich nicht nur die Deutsche Bahn vor Augen, ich habe auch öffentliche Sicherheit vor Augen, ich habe das Problem, die Immobilienkrise vor Augen, ich habe das Bildungssystem vor Augen, also ich habe eigentlich alle Grundbereiche des gesellschaftlichen Lebens vor Augen, die repariert werden müssen. Und da sind sich in Deutschland eigentlich auch alle einig. Ja? Also die Partei, die es schafft, das Land wieder zum Funktionieren zu kriegen, die gewinnt jede Wahl. So, völlig abhängig von irgendwelchen ideologischen Parteiprogrammen. Wer glaubwürdig sagen kann, ich baue den Laden wieder auf, der gewinnt. Ja? Also das sind für mich sozusagen die beiden Sachen. Eine nicht naive, aber auf Diplomatie und Verteidigungsfähigkeit ausgerichtete Außenpolitik, die auch, wie das Marcani formuliert hat, in alle Richtungen bereit ist zu agieren. Ja, gar keine Frage. Und im Innern eine sozialdemokratische und infrastrukturelle. Also das wäre grob. Und die müssten natürlich auch auf der Höhe der Zeit, der technologischen, ähm, grün sein und automatisiert sein, also Arbeitszeiten reduzieren und so weiter. Ich finde dieses Buch Abundance, wie gesagt, macht einen guten Anfang von Klein und Thompson. Also das wäre grob gesagt für mich eine Politik, die man formulieren könnte, die man ausformulieren kann und die man verkaufen kann. Na, die Frage ist, wer macht das? Wem wird geglaubt, das auch umsetzen zu können?
es reißt mich noch nicht aus dem Sessel emotional, was Sie mir da skizziert haben. Und das Problem ist, was die AfD sagt, reißt Menschen aus dem Sessel. Was die Linke sagt, reißt auch manche Menschen aus dem Sessel. Ähm, Muss Politik nicht inspirieren können? Ist das vernünftige Verwalten von Niedergang oder das, wie Sie das so schön sagen, das würdevolle Verwalten von Niedergang, ist das wirklich das einzige Szenario, was da bleibt? Dass Europa nicht mehr die dominante Macht der Welt ist, das ist vollkommen klar. Aber vielleicht ist das ja auch eine unsinnige Ambition. Ähm, Europa, ich glaube, im Moment ist zumindest ein Kontinent, der eine Art von Gesellschaftsmodell hat, die auf anderen Weltteilen im Moment nicht so populär ist, die es auch gerne behalten würde. Und dafür braucht es strategische Autonomie. Muss man da nicht viel größer denken, als Staaten ein bisschen freundlich umzubauen? Ich finde diese Idee eigentlich unter aktuellen Bedingungen relativ, visionär schon. Ja, ich finde, wir sind davon sehr, sehr weit entfernt aktuell. Also, wie gesagt, ne, es gibt eine Ausgabenpolitik für Rüstung und der Rest ist Austerität und auch ist sehr, sehr wenig Ideen, wie man zu dieser Autonomie hingelangen könnte und wie man eben auch mit, ja, neuen Machtzentren wie beispielsweise China interagiert. Also da, äh, also ich weiß nicht, man muss das sozusagen am Bestehenden messen und am Bestehenden ist es am Bestehenden schon vom Bestehenden schon recht relativ weit, entfernt. Vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu deutsch einfach und fürchte mich vor riesengroßen Visionen. Naja, ich meine, riesengroße Visionen sind immer was Gefährliches. Ähm, Mein Instinkt ist ehrlich gesagt, ähm, ich meine, wir kennen alle Helmut Schmidt und wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, aber vielleicht braucht eine Gesellschaft, die völlig zukunftslos geworden ist, tatsächlich eine Vision und auch eine gemeinsame Orientierung irgendeiner Art, um überhaupt eine Gesellschaft zu bleiben. Ähm, Vielleicht muss man da tatsächlich etwas mehr Vision wagen. Denn ich glaube, die Alternative ist wirklich das Weiterwerkeln und dann irgendwann, glaube ich, knallt es. Und ich bin überzeugt, jede Revolution wird von Idealisten angefangen und von Banditen beendet. Und Revolutionen sind eigentlich nie ein gutes Modell, weil immer die brutalsten am Ende übrig bleiben. Das heißt, ich hätte lieber die Evolution, aber ich habe das Gefühl, die Evolution muss ein großes Stück mutiger sein und muss wirklich zum Beispiel auf ein föderales Europa hingehen. Ist es das? Weil vielleicht muss man dann doch noch mal größer oder tiefer denken, wenn man sich anschaut, welche Ideologien eigentlich verschwunden sind. Ja, wir haben angefangen im Christentum, sozusagen als Gebäude für Europa. Dann kam die Aufklärung, Gebäude Nummer 2, hat sich dann aufgefächert oder sozusagen umgewendet in Faschismus, Nationalsozialismus und auf der anderen Seite Kommunismus. Also wir hatten den NS und den auf der anderen Seite Kommunismus, dazwischen Liberalismus. Ja? Kommunismus, Liberalismus arbeiten zusammen, um den Faschismus zu besiegen im Zweiten Weltkrieg. Funktioniert. Kommunismus, Liberalismus bleiben übrig, Liberalismus gewinnt. So. Der rollt sich jetzt aber auch ab, der verschwindet. Und was haben wir dann? Wir haben keine Religion mehr und wir haben keine politischen Leitideologien mehr. Wir haben ein gottförmiges Loch in unserem Himmel Richtig, richtig. Und das wurde zeitweise gefüllt mit politischer Ideologie. mit Ismen. Ja, Ismen. Das ist jetzt vorbei, die kommen aber auch nicht wieder. Dazu wird unser Gehirn kaputt gemacht von Social Media und Telefon, so. Und alles, was wir haben, sind Versatzstücke, ja? Auch das finde ich ja so faszinierend, dass jemand wie Donald Trump nur irgendwelche wilden Versatzstücke des 19. Jahrhunderts anbietet, die er selber gar nicht versteht, in so einem comichaften Wahn, ja? Die AfD ist da auch nicht weiter. Die Linken haben auch nicht mehr sozusagen anzubieten als eine Kümmerpolitik und alle dazwischen haben gar nichts anzubieten. So. Und das ist ja wirklich auch ein Zeichen des Nihilismus eigentlich. Also eigentlich leben wir in einem nihilistischen Zeitalter. Das ist das Grundproblem. Und Nihilismus und Furcht vor der Zukunft sind wirklich fürchterliche Geburtshelfer. Ja, die Politik, die da rauskommt, kann einem nur zum Fürchten bringen. Und meine Frage ist halt bei den Visionen, und deswegen bin ich eher so inkrementell angelegt und blicke maximal zurück in die Nachkriegszeit, ökonomisch gesprochen. Ähm,
weil ich gar nicht weiß, was diese Vision untermauern soll. Also, welche Art von religiöser Vorstellung oder politischer Großvorstellung, ja? Äh, Wo die Transzendenz dieser Gesellschaft hingeraten ist. genau, genau. Und vielleicht ist ja die Lösung, die dann irgendwann sozusagen auf einen zukommt, eine Rückkehr zur Religion, so 'ne Rückkehr zum Religiösen, das weiß ich auch nicht. Also, ich weiß sozusagen nicht, gibt es sozusagen wie geht's denn weiter, wenn sozusagen jede Großideologie gestorben ist oder jede große Idee, äh, gestorben ist? Das muss ja nicht sein. Vielleicht sehen wir die großen Ideen nur noch nicht. Also, ich glaube, jemand, der zum Beispiel in die Gegend von solchen großen Ideen kam, war Bruno Latour, mit seiner Idee von Gaia und seiner Idee der Netzwerkhaftigkeit und, den Menschen als Bewohner der kritischen Zone. Das sind sehr ungewohnte Gedanken, es sind aber auch sehr starke Bilder und, sie geben uns 'ne völlig andere Position in der Welt. Das ist eine Das ist wirklich das ist das Ende von 3.000 Jahren Kulturgeschichte und der Anfang von was Neuem, dass wir uns nicht mehr als die Top Dog betrachten auf diesem Planeten und das ist auch schwer zu vermitteln, aber es gibt viele Zivilisationen, die lange so gelebt haben und vielleicht kann man auch da lernen davon. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich meine, wir erleben das Ende einer gewissen Art von kapitalistischen Ideen, vielleicht das Ende einer gewissen Art von postchristlicher Zivilisation. Wir erleben das Ende einer Aufklärung, die, glaube ich, gehijackt wurde im 19. Jahrhundert und so zur zum Origin Myth, zur Ursprungserklärung des Bürgertums gemacht wurde, obwohl sie ursprünglich viel radikaler und diverser war. Auch da ist noch viel zu entdecken. Ähm, aber wir erleben nicht das Ende von großen Ideen, glaube ich. Wir erleben nicht das Ende von Visionen davon, wie wir miteinander umgehen können. Ein Amerikaner hat mir vor Kurzem gesagt, ist die Kurzzusammenfassung aller Ethik ist "Don't be an asshole". Ich fand das eigentlich sehr überzeugend. Ähm, aber ich meine, dies ist nicht das Ende von großen Ideen über menschliches Zusammenleben oder über den Sinn des Lebens oder darüber, was wir eigentlich machen auf diesem Planeten. Dies ist vielleicht nur der Anfang von etwas viel Spannenderem, nachdem wir einen 3.000-jährigen in eine 3.000 Jahre lange Sackgasse gerannt sind. Das hat große Erfolge gebracht, das hat auch enorme Probleme gebracht, diese Vision der Dominanz, die Sie ja auch beschreiben, der gesellschaftlichen Gewalt, der Gewalt gegenüber der Natur, der Gewalt gegenüber sich selbst und anderen. Vielleicht gibt es ja Alternativen. Vielleicht gibt es ja auch philosophisch gesehen wirklich große Würfe, die wir jetzt brauchen als Alternativen zu diesem spätkapitalistischen Geklapper, was einerseits immer extremer wird und immer perverser wird und andererseits eben auch immer ideenloser wird. Ja, ja. Und vielleicht müssen wir auch warten. Also, wenn es stimmt, dass man wirklich absteigt und sozusagen diese Dominanz sozusagen sich weit, weit entfernt. Vielleicht sind es dann die anderen, die ehemals und die dann die großen Ideen entwerfen, zu denen man sich dann verhalten. Ich meine, so ging es ja auch eigentlich ganz Asien im 19. Jahrhundert. Man musste sich verhalten zu den Europäern. Das hatten die Osmanen und die Chinesen und die Japaner sich eigentlich nicht so gedacht, ne? Dass man was von diesen komischen Europäern sich jetzt irgendwie das war 'n völliger Schock, ne? Und vielleicht steht uns dieser Schock ja auch bevor. Naja, das bringt uns zurück zum Jahrhundert der Demütigung. Eine letzte Frage. Sie sind in Hongkong, Sie sind da schon 5 Jahre gewesen. Wie hat das Leben in China Ihre Sicht auf Europa verändert? Ja. Also, ich muss erklärend dazu sagen, ich bin hingekommen oder hierher gekommen während der Corona-Pandemie, als es sowieso nirgendwo richtig schön war und habe dann hier auch die ersten 2 Jahre, also zwischen Hongkong und Berlin, relativ isoliert gewohnt. Also, ich kannte eigentlich dann nur Hongkong unter Corona-Bedingungen, allmählich geöffnet, aber das Tor zum Festland ist ja erst vor Kurzem wieder richtig offen, China dann Lockdown beendet hat, ne? Das war sozusagen die Anfangszeit. Ich habe sehr viel Zeit zwischen Deutschland verbracht. Für mich war das jetzt persönlich einfach hochinteressant. Ich war davor viel im sogenannten Nahen Osten, habe mich damit beschäftigt, auch in meiner Forschung. Und für mich war das hier etwas recht Neues. Hongkong ist eine eher einfache Art, nach Asien zu kommen, weil es eben noch sehr auch britisch geprägt ist in vielerlei Hinsicht, ja? Also, trotz, der letzten Jahre.
Und deswegen ist Hongkong einfach so ein sehr, sehr guter Ort, um diesen Kontinent, den es ja gar nicht gibt, also Asien ist so divers, es macht gar keinen einheitlichen, das ist so 'n bisschen wie der Orient, ja? Einfach ein unfassbar toller Startpunkt, um diesen wirklich riesigen Teil der Welt ein bisschen besser für mich zu erkunden. Also, eine große Lehre ist Bescheidenheit tatsächlich, ne? Ich habe mich immer sozusagen gehalten für also, total vermessen, für einigermaßen weltbürgerlich und anti-eurozentrisch. Das stimmt aber nicht. So, man kann gleichzeitig merke ich auch natürlich, dass also, ich lerne unglaublich viel, und das ist sehr wichtig. Das Buch wäre niemals entstanden ohne die Zeit hier. Das Buch ist eine Reflexion auf die Zeit hier auch. Gleichzeitig ist man hier doch auch man ist Expat, ja? So werden ja sozusagen, wohlhabende Migranten, genannt. Es ist sozusagen sehr schwer, Teil einer kantonesischen Gesellschaft zu werden, wenn man einen das hiesige Wort für Ausländer, ne? Also, sozusagen die ganze Komplexität, Widersprüchlichkeit, das Schöne und Schmerzhafte des in der Ferne Seins, das erlebe ich hier mit aber dem Privileg, eben auch viel in Deutschland zu sein, auch auf Deutsch zu publizieren, ne? Also, ich habe grade so 'ne Zwischenposition mir irgendwie hier erarbeitet oder ich weiß nicht, bin da reingestolpert, die für mich aktuell noch sehr produktiv ist und spannend. Deswegen bin ich sozusagen im Persönlichen gar nicht so pessimistisch, wie es der Westen im Allgemeinen ist. Habe ich vielleicht einfach Glück gehabt. Herr Morawitzki, schön mit Ihnen zu sprechen und schön für diese positive Wendung am Ende unseres Gesprächs. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt auf Ihr nächstes Buch, ob es sich nun mit dem, was folgt, beschäftigt oder mit einem anderen Thema. Vielleicht können wir dann wieder drüber sprechen. Das war der Blomcast mit Daniel Morawitzki über die Frage das Ende beziehungsweise die Welt nach dem Westen. Wir sind sehr politisch geworden. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Kommen Sie zurück, hören Sie auch die englischen Podcasts. Es geht weiter und ich habe noch viele interessante Gäste, die kommen. Schön, dass Sie zugehört haben und bis bald.